Wie schön. Das nehmen wir mal mit. Ja, in ein paar Tagen beginnt der Advent und ich freue mich echt, dass wir das hier bald anzünden können. Denn gerade in dieser Zeit, wo es so dunkel ist, ist das so schön, wenn mehr Licht, immer mehr Licht wird um uns herum. Ja, Advent. Die Vorbereitungen auf Weihnachten gehen jetzt in die Zielgerade. Und Schwester Fränzin Marie und ich haben auch was ganz Schönes und Besonderes vor, eine Friedensaktion in diesem Advent. Und zwar gehen wir mit einem Licht aus unserer Schönstadtkapelle vom Urheiligtum zu den Leuten hier in unserer Stadt, in unserer Umgebung und bringen ihnen dieses Licht. Wir teilen das Licht und bitten mit ihnen gemeinsam um Frieden. Hallo! Bist ja schon da. Ja, und du guck, auch. ja, ich bringe was Schönes. wie Habe ich gerade oben gefunden. Das können wir demnächst dann auch anzünden. Ja, guck, das kann man gerade hier. Ich muss so oft an die Leute denken, die jetzt im Krieg sind. Oder weißt du, die einfach auch ganz alleine sind. Das ist ja so eine Zeit, da wünscht man sich wenigstens ein bisschen Wärme oder ja, Ruhe und einfach wenigstens einen Hauch von Frieden. Ja, bei uns ist es ja auch ein Stück weit so. Also würde man dann eine Umfrage starten und Leute fragen, in welcher Zeit im Jahr sie sich am meisten Stille, Besinnung, Ruhe ersehnen würden. Ich denke, die Adventszeit, die wäre echt ganz weit oben dran. Ja. Aber genauso ist es, wenn man nochmals fragen würde, in welcher Zeit hat man am meisten Stress und am meisten zu tun, da ist genauso wieder die Adventszeit wirklich obendran auf der Liste, weil man hat ja auch noch zusätzliche Termine in der Zeit, Ruhe, heiß ersehnt, aber doch nicht so einfach. Gell? Ja. Mhm. Okay. Sieht gut aus. Ja. Ja. Viele von uns wünschen sich das ja auch, gell? In der Zeit, dass es einfach ja, ein bisschen anders wird, diese Zeit. Also man hat Sehnsucht nach mehr, so mehr Ruhe, auch mehr Freude, mehr Licht tatsächlich, also und mehr Friede. Ich erinnere mich, wie eine Jugendliche mal erzählt hat, also sie war da öfters unterwegs, auch in der Adventszeit und ist so in den Dörfern halt entlang gefahren und hat die Häuser gesehen, die Gärten und die Straßen und die waren alle schon mit Lichterketten geschmückt. Also ein Haus, das war komplett mit einer Lichterkette eingerahmt. Und irgendwie kam ihr dann der Gedanke, die Sehnsucht nach dem Licht, die ist riesig. Ja, und auch wenn wir manchmal so unsere Sehnsucht nicht genauso definieren können, es gibt im Menschen doch diese Sehnsucht nach dem Licht und wir sehnen uns danach, dass es heller wird. Und für viele ist gerade ja auch diese Adventszeit, diese Zeit, wo es dunkler ist, wo die Tage kürzer sind, die Nächte länger. Manche Leute leiden ja auch richtig so unter Depressionen in dieser Zeit. Und ja, wir fühlen uns vielleicht auch besser im Frühling und im Sommer, so körperlich auch und geistig. Und wir möchten eben dann auch, dass es heller wird, auch in uns selber. Also nicht nur quasi das äußere Licht, sondern wir wünschen uns auch ein inneres Licht oder wir sehnen uns auch danach, dass in uns selber, also da ein Licht hinfällt, wo wir vielleicht an uns selber enttäuscht sind, wo es irgendwie, oder wo wir uns selber manchmal nicht verstehen, wo wir wie so eine Dunkelheit spüren in uns selber. Und vor allem auch da, wo wir wahrnehmen, dass halt Gewalt herrscht und Unfriede in unserer Welt. Und da wünschen wir uns ganz besonders, dass sich was ändert, dass Friede herrscht. Ja. Und wir können uns ja in diesem Advent mal ganz persönlich fragen, wo möchte ich, dass es für mich in diesem Advent heller wird?
An welcher Stelle wünsche ich mir das? Also, ja, dass die Licht stärker ist als die Dunkelheit und wo soll Friede werden hier auf Erden. Ja, denn der Friede, der fängt ja zu Hause an, bei uns, bei mir persönlich, in meinem Herzen. Das ist echt so. Und ja, was machen wir eigentlich mit diesem großen Wunsch nach mehr Licht, nach mehr Friede? Für uns persönlich, für unsere Familie, ja, für unser Haus, für eine konkrete Situation und gerade eben in unserer zerrissenen Welt auch für die ganze Welt eben. Wem können wir diese Sehnsucht anvertrauen? Also Weihnachten ist ja das Fest des Lichtes und des Friedens. Ja, in Jesus, dem Friedensfürsten, ist uns ein helles Licht aufgestrahlt. Es ist sein Friedenslicht, das möchten wir bringen in diesem Advent. Wir bringen es in die Häuser der Stadt, ja, hier in Vallendar und in der Umgebung zu den Menschen, die wir kennen und laden auch ein, sich mit diesem Licht der Welt, mit dem Friedensfürsten zu verbinden und einen kleinen Schritt, also eine kleine Tat für den Frieden zu tun, ganz konkret. Ja, wir teilen es einfach mit und geben es weiter da, wo wir hinkommen. Das ist so schön. Und unsere Chance ist es auch, Maria einzuladen, dabei zu sein. Einfach, dass wir auch nicht allein sind. Also wir können sie bitten, komm in unser Leben und bring mehr Licht, als wir es bisher erlebt haben. Komm einfach und mach unser Leben hell. Wir warten mit ihr auf das Licht der Welt, auf den Erlöser, Jesus Christus. Ja, macht ihr mit in dieser Adventszeit, Boten des Lichtes und des Friedens zu sein. Ihr könnt uns ja begleiten während dieser Adventszeit auf Instagram und jeden Tag, da gehen wir an einer anderen Stelle zu jemand anders und ihr könnt dann sehen, wohin wir das Licht bringen. Ja, wir wünschen ganz viel Adventssegen